Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Diese Woche sind meine Italiener für die Nordafrika-Kampagne Gegenstand des Videos. Bis auf die Flak und die Pak kommen alle Modelle aus dem Hause Warlord Games. Flak und Pak sind von Perry Miniatures. Eine Frage, der ich seit ich mit Bolt Action angefangen habe immer wieder begegnet bin, war: Warum gerade Italiener? Die Antwort darauf ist zweigeteilt. Zum einen wollte ich eine Armee, die nicht jeder hat, die aber gleichzeitig auch gegen alle drei großen alliierten Mächte kämpfen konnte. Und zum anderen mag ich den Auto Blinda AB41 oder besser Panzerspähwagen im Allgemeinen. Neben den Italienern habe ich dann auch noch Deutsche und Briten aufgebaut und in jeder Armee habe ich genug Spähwagenmodelle, um über den Verlauf des gesamten Krieges einen kompletten Spähwagenzug für Panzerschlachten zu stellen. Entsprechend macht der AB41 natürlich auch den Anfang dieses Videos aus. Das war der meistgebaute Spähpanzer der italienischen Armee und mittlerweile sind aus meinem einen Fahrzeug, das ich für das Video angemalt habe, zwei geworden, wie ihr hier seht. Der erste war der, aus dem der Kommandant herausschaut. Der andere ist erst vor ein paar Wochen fertig geworden. An dem wollte ich eine kleine Szene bauen, so wie sie sich während des Afrika-Feldzuges möglicherweise abgespielt hat. Der Kommandant des Fahrzeugs, vielleicht sogar der Kommandant des Zuges, sitzt auf dem Turm seines Fahrzeugs und beobachtet die Umgebung. Der Fahrer schaut ebenfalls aus der Luke. Möglicherweise sind beide gerade damit beschäftigt, das Vorrücken zu planen und machen sich Gedanken über den besten Weg, während der Fahrer sich gleichzeitig auch über die Bodenverhältnisse informiert, mit denen sie rechnen müssen. Auf alle Fälle nutzen beide die Gelegenheit, um frische Luft zu schnappen. Eine Sache, die auf den Bildern von Fahrzeugen in Afrika immer hervorsticht, sind ziemlich große Mengen an Gepäck und natürlich auch Kanister für Wasser und Treibstoff, die am Fahrzeug verzurrt sind. Aus dem Grund habe ich an beiden Fahrzeugen auch zusätzliche Gepäckstücke angebracht. Schließlich kann es unter Umständen Tage dauern, bis sie von ihren Einsätzen zurückkommen und da wird dann natürlich jeder freie Platz genutzt. Natürlich durfte auch das Weathering nicht zu kurz kommen, was in der Wüste allerdings in erster Linie Sand und abgeriebene Farbe beinhaltet. Vielleicht hier und da ein wenig Flugrost. Die abgeriebene Farbe geht dabei immer noch am einfachsten. Mit einem weichen Bleistift über die Kanten streichen und schon hat man einen dünnen silbernen Strich. Leider muss ich zugeben, dass ich es beim zweiten Spähwagen etwas mit dem Sand übertrieben habe, aber dann ist er eben gerade durch einen Sand- oder Staubsturm gefahren. Wo wir schon bei den Fahrzeugen sind, bleiben wir auch gleich dabei. Von den Panzern der M-Reihe, den mittelschweren Panzern Italiens, habe ich für Afrika bisher nur diesen einen fertig. Der kann allerdings auch als M1340, M1441 oder auch einen M1542 darstellen, weil sich am Aussehen dieser Panzerreihe fast nichts verändert hat. Natürlich wurden Veränderungen an der Motorisierung und auch an der Technik vorgenommen. So hatte der M1542 ein verlängertes Geschützrohr, der Turm wurde durch Elektromotoren gedreht und ein neues Funkgerät wurde verbaut. Die Panzer der M-Serie waren zur Zeit der Indienststellung auf der Höhe der Zeit. Im Sommer 1940 war kein europäischer Kampfpanzer mit einer 47 mm Kanone ausgestattet. Allerdings wurden sie von den Entwicklungen schnell überholt und schon ab 1942 waren sie den von den Alliierten eingesetzten Lees und Grants nicht mehr gewachsen. Die Panzerung war zusätzlich relativ dünn, 42 mm an der Wannenfront, 6 mm am Boden und auch die 47 mm Kanone war für schwerere alliierte Panzer einfach keine Gefahr mehr. Obwohl der Panzer laut italienischer Klassifizierung als mittelschwer eingestuft wurde, ist er bei Bolt Action nur als leichter Panzer geführt. Weiter geht es mit der italienischen Version des Sturmgeschützes, der Semovente. Ähnlich wie beim deutschen Stuck wurde hier eine Kanone in einem gepanzerten Aufbau fest verbaut. Als Wanne wurden die vorhandenen M1340 einfach umgerüstet und mit der Gebirgskanone 75 L18 ausgestattet. Die Semovente ist eine der wenigen Möglichkeiten bei Bolt Action, die italienische Armee mit mittelschweren und vor allem beweglichen Paks auszustatten. Die Panzer sind alle nur mit leichten Kanonen ausgerüstet, im Falle des L6 sogar nur mit einer leichten Maschinenkanone, da ist die mittlere Pak der Semovente ein wirklicher Fortschritt. Es gibt auch noch die Varianten 75-34 mit einer längeren 75 mm Kanone und die Version 105-25 mit einer 105 mm Kanone. Alle anderen schweren Paks sind entweder auf Lafette, wie zum Beispiel die 90-53, die sogenannte italienische 8.8, die eigentlich auch ein Luftabwehrgeschütz ist, oder sind Gefährte wie die Semovente 90-53, wo man die 90-53 einfach auf das Fahrgestell eines Panzers montiert hat. Die Besatzung steht dabei hinter der Kanone im Freien, ohne Deckung. Allerdings hat auch niemand gesagt, dass es einfach ist, Italien zu spielen. Ich sehe das mittlerweile ein bisschen so wie mit Orks in 40k. Orks sollte nur der spielen, der sie gerne sterben sieht. Leider ist das auch ein bisschen mit den Italienern so, wobei man Sterben durch Verzweifeln am minderwertigen Material ersetzen kann. Denn der Standard-Infanteriezug hat genau die gleichen Werte und Fähigkeiten wie der Standard-Infanteriezug aller anderen Armeen auch. Jetzt kommt ein Modell, dessen Video zwar schon fertig, aber noch nicht veröffentlicht ist.
die Tankette CV-33. CV steht für Carro Veloce, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und das heißt so viel wie schneller Wagen. Tanketten waren in Großbritannien auf einem an die Marine angelehnten Panzerkonzept entstanden. Die Aufgabe der Tanketten war dabei die Sicherung der größeren Panzer gegen Infanterie, ganz ähnlich wie Zerstörer größere Schiffe vor U-Booten und Torpedobooten schützen sollten. An sich sind Tanketten in Bolt Action nur in der sehr frühen Kriegsphase nutzbar und auch dort nur sehr eingeschränkt. Bereits im Spanischen Bürgerkrieg zeigte sich, dass ein Panzerfahrzeug andere Panzer bekämpfen können musste und so wurde das Konzept nicht weiterverfolgt. Worin Tanketten allerdings gut sind, ist die Unterstützung von Infanterie. In einem Bolt-Action-Spiel habe ich einmal einen Panzer I eingesetzt. Den gegnerischen T-26 konnte ich schnell mit einem leichten Infanteriegeschütz ausschalten und danach hat der Panzer I mit seinen 2 MGs unter der feindlichen Infanterie regelrecht gewütet. Es gibt zwar Unstimmigkeiten darüber, ob ein Panzer I als Tankette zu bezeichnen ist, weil er an sich eigentlich als Ausbildungsfahrzeug gedacht war, allerdings erfüllt er doch die meisten Kriterien, nämlich ein leichter Panzer, 2 Mann Besatzung und nur mit MGs ausgestattet. Hinzu kommt, dass das Fahrgestell des Panzer I eine Kopie des Fahrgestells der Carden-Loyd-Tankette aus Großbritannien war. Machen wir also mit dem schon erwähnten L640 weiter. Auch der ist noch nicht in einem Video vorgestellt worden, aber er ist Teil der bisher aufgebauten Armee. Die Erfahrungen, die Italien beim Bau der Tanketten gemacht hatte, flossen in die Entwicklung des L6 mit ein. Der L6 ist mit dem Panzer II vergleichbar, war aber schon bei seiner Einführung nicht mehr für den Fronteinsatz geeignet. Er verfügte nur über eine 20 mm Maschinenkanone und war sehr leicht gepanzert. Allerdings war er aufgrund seiner geringen Größe und hohen Geschwindigkeit besonders gut für die Aufklärung geeignet. Wegen des durchgehenden Mangels an Kampfpanzern der italienischen Armee wurde der L6 allerdings sehr oft für Aufgaben eingesetzt, für die er nicht geeignet war. In Bolt Action ist er direkt mit dem Panzer II vergleichbar, hat aber zusätzlich die Sonderregel Aufklärer. Das macht ihn jetzt nicht unbedingt sehr viel stärker, aber ich spiele immer noch mit dem Gedanken, 3 L6 zu einem Panzerzug für Panzerschlachten zusammenzustellen und zu schauen, was passiert. Kommen wir zur Infanterie. Bisher ist da nur eine Einheit Bersaglieri fertig mit 10 Mann. 7 Soldaten, ein MG-Schütze, ein Ladeschütze und der Zugführer. Hinzu kommen noch 2 weitere LMG-Teams. Theoretisch könnte die 10-Mann-Gruppe aufgeteilt werden und so wären die 2 nötigen Züge für ein Bolt-Action-Spiel vorhanden. Das gefällt mir persönlich aber nicht, weil ich lieber Züge mit voller Mannstärke spiele und keine 5-Mann-Trupps, die relativ schnell ausgeschaltet werden können. Außerdem sind Bersaglieri Veteraneninfanterie, die nach dem Motto organisiert ist: wenig Männer, viele Waffen. Deshalb darf jede Bersaglieri-Einheit 2 LMG-Trupps beinhalten. Zur Unterstützung der Infanterie steht ein SMG bereit. Die benutze ich in Bolt Action sehr gerne, weil sie einfach eine Menge Feuerkraft mitbringen und zur Not auch mal eine Position gegen einen Infanteriezug oder gegen andere Einheiten halten können. Viel mehr braucht man da, glaube ich, nicht zu sagen. Das SMG ist ein Arbeitspferd, das seine Arbeit macht und fertig. Trotzdem sollte man nie unterschätzen, was diese zusätzliche Feuerkraft ausrichten kann. Die 2 LMGs sind, wie erwähnt, als Verstärkung für die Bersaglieri-Einheiten gedacht. Für die Panzerabwehr habe ich 2 Einheiten. Einmal eine Elefantino-Panzerabwehrkanone, für die meisten die italienische Pack, allerdings stammt sie gar nicht aus Italien, wurde dort aber in so großem Rahmen in Lizenz gebaut, dass allgemein angenommen wird, dass sie aus Italien stammt. Das andere ist die Solothurn S18-1000 Panzerbüchse, die auf einer Entwicklung aus dem Ersten Weltkrieg beruht. Funktionsprinzip der Panzerbüchse ist, ein massereiches Geschoss mit großer Geschwindigkeit ins Ziel zu bringen. Schon zu Beginn des Zweiten Weltkriegs war klar, dass die Entwicklung dieser Waffe nicht mit der Entwicklung der Panzer mithalten konnte. Gewicht und Rückstoß der Waffe wären nach und nach so groß geworden, dass ihre Weiterentwicklung nicht weiter vorangetrieben wurde. Beide Waffen sind leichte Panzerabwehrwaffen und wenn man in den ersten Kriegsjahren spielt, können sie auch noch gute Ergebnisse erreichen. Aber spätestens mit dem Erscheinen von Grants, Shermans und Churchills ist die Solothurn nicht mehr besonders wirksam und auch die Elefantino stößt sehr schnell an ihre Grenzen. Während man die Panzerbüchse immer noch als eine Art sehr, sehr großes Scharfschützengewehr einsetzen kann, ist eine leichte Pack wie die Elefantino gegen manche Panzer einfach nutzlos. Ich hatte nur einmal sehr viel Spaß mit einer leichten Pack, als ich mein erstes Bolt-Action-Spiel gemacht habe und der M1340, der auch mit der Elefantino ausgestattet ist, auf das Spielfeld fuhr, auf weite Entfernung in die Flanke des Shermans schoss und der dabei explodierte. Seitdem hasst mein Spielpartner diesen Panzer und verflucht ihn regelmäßig, wenn ich ihn aufs Schlachtfeld fahre. Allerdings war das ein reiner Glückstreffer und ist mir seitdem auch nicht mehr passiert. Deswegen setze ich lieber die Semovente ein. Die ist jetzt auch nicht so besonders stark, aber stärker als ein M1340 mit seiner leichten Pack.
Als letztes Modell kommt die Breda 2065 an die Reihe. Die Flugabwehrkanone wurde bereits im Spanischen Bürgerkrieg eingesetzt. 88 Stück wurden nach Finnland verkauft und erbeutete Geschütze wurden sogar auf den Schiffen der Royal Australian Navy eingesetzt. Flak ist bei Bolt Action immer ein zwiespältiges Thema, finde ich, denn welche Flieger soll sie groß bekämpfen? Hin und wieder ein Luftschlag der Amerikaner, den die ja umsonst bekommen, aber meistens war es das dann auch schon, jedenfalls bei kleineren Spielen. Bei richtig großen Gefechten, wo mit mehreren Luftschlägen zu rechnen ist, weil beide Seiten über die notwendigen Punkte verfügen, sind sie bestimmt nützlicher. So bleibt vor allem für die leichte Maschinenkanone meiner Meinung nach eher die undankbare Aufgabe eines sehr schweren Maschinengewehrs. Es sei denn, sie ist mehrläufig, denn dann kann sie richtig übel werden. Und so sieht meine italienische Armee für Nordafrika bisher aus. Solange da nicht weitere Infanterieeinheiten dazukommen, ist die Armee nicht wirklich nutzbar meiner Meinung nach. Außer vielleicht die Fahrzeuge für Panzerschlachten. Im Gegensatz zu den Hochelfen gibt's hier keine feste Schlachtordnung, die ich euch vorstellen kann, denn alle, die Bolt Action kennen, wissen, dass das Ganze übers Schlachtfeld verteilt wird, so wie es am besten Deckung findet. Wenn euch der Überblick gefallen hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video oder läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt. Und bis bald in meiner Schmiede.